Hallo Leute, ich möchte heute mit euch mal über den Filament Runout Sensor an dem Tronxy X5 SA sprechen. Und zwar wollte ich das ganz kurz einschieben, weil ich hatte die Woche einen Zahnarzttermin und mir ging es deswegen nicht so gut. Daher ist jetzt mein Projekt mit dem SKR-Board etwas liegen geblieben. Den Drucker habe ich allerdings geholt, der steht schon hier, den ich als Testobjekt dafür nutzen möchte. Aber ja, wie gesagt, also mir ging es halt nicht so gut den Rest der Woche über bis heute und daher wird sich das etwas verschieben, dass ich dazu ein Update machen werde. Das wird wahrscheinlich dann Ende nächster Woche kommen. Ich muss dann auch erstmal wieder ein bisschen auf Dampfer sein, dass ich da ohne Probleme hinkomme und dass ich halt auch ohne Probleme dann programmieren kann und mir auch die Sachen angucken kann. Das nutzt nichts, wenn ich jetzt irgendwas mache und habe irgendeinen Fehler drin und bemerke den nicht oder sitze stundenlang da dran, bis ich überhaupt irgendwas hinkriege. Das ist Quatsch. Das bringt mir nichts und das bringt euch auch nichts. Deswegen habe ich halt gedacht, machen wir jetzt mal den ganz kleinen Einschub ähm, zum Problem. Ich habe die letzte Zeit bei den Drucken gemerkt, bevor ich mit dem Umbau begonnen habe, wo ich den Extruder jetzt auf den Drucker gehangen habe, dass ich bei hellen Filamenten immer wieder so kleine schwarze, ja, so gegrisselt teilweise drinne habe, wenn ich dann halt weißes Filament oder so gedruckt habe. Das ist mir auch, ich habe erst gedacht, es ist Dreck im Filament. Das ist mir so, ja, wie soll ich sagen, gar nicht bewusst gewesen, dass ich da irgendwo eventuell hätte ein Problem haben können. Und durch den Umbau jetzt ist mir halt der Sensor in die Finger gefallen. Dieses Kunststoffteil, was mich sowieso schon übelst annervt, weil man dort das Filament so schlecht einfädeln konnte und was so überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, und jetzt dadurch, dass ich den dann halt in der Hand hatte, das zeige ich auch gleich alles nochmal, äh, ist mir dann aufgefallen, dass er ja schon angefangen hat, innen drin sich nicht nur abzunutzen, sondern schon wirklich zu zerlegen. Das heißt, das Filament hat im Prinzip den Sensor jetzt nach gedruckt ungefähr 2 Kilo, ja, lass es mal 2,5 Kilo sein. Wirklich fängt es schon an, dass der Sensor oder das Sensorgehäuse, der Schalter ja selber nicht, halt richtig anfängt, Kunststoffbrocken zu verlieren von dem schwarzen Kunststoffgehäuse. So, und das geht halt gar nicht. Ich habe jetzt mir ein Sensorgehäuse runtergeladen, weil ich keinen anderen Schalter nehmen wollte, jetzt erstmal ohne irgendwelche anderen Sachen zu probieren, habe ich mir gedacht, dann hast du erstmal wieder was dran, was funktioniert. Habe ich mir ein Gehäuse runtergeladen bei Thingiverse, habe dieses allerdings komplett verändert, weil ich habe, das zeige ich auch gleich nochmal, unten eine Einführung aus Stahl gemacht mit einer M6er Schraube und die Durchführung geht oben, wie man auch jetzt schon im Bild sieht, direkt in den PTFE-Schlauch, der dann zu dem Titanextruder führt. Es geht darum, dass halt eben jetzt nichts mehr mit dem Filament in Kontakt ist bei dieser Sensorgeschichte und bei dem Schalter. Ist jetzt auch nur noch dieser Metallhaken, der vom Schalter selber ist. Da geht es halt darum, dass man halt nichts da hat, was ich schnell abnutzen kann oder was halt einfach irgendwelche Kunststoffbrocken oder so hat. Ich glaube sogar, dass ich deswegen ein paar Mal Düsenverstopfungen hatte, weil da kamen nämlich dann auch jedes Mal so kleine schwarze Brocken raus. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd gewesen. Naja, ich wechsle jetzt gerade mal zur Kamera. Ähm, bitte mal in die Kommentare schreiben hinterher. Ich habe jetzt das neue Setup, ich habe jetzt den neuen Router und habe jetzt das ganze Netzwerk bei mir ein bisschen aufgepumpt, wie es aussieht, ob da noch was ruckelt hinterher oder ob es Ausfälle in der Sprache gibt, weil mir fällt das nicht immer ganz so auf, wenn ich das schneide. Und deswegen bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal den Schalter an. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Das würde mich sehr freuen, weil ich möchte halt kontinuierlich ja auch weitermachen, wie ich ja schon erwähnt habe in den anderen Videos. Und das unterstützt mich ein bisschen in meinem Tun und bringt mir auch eventuell dann den Vorteil, dass ich irgendwo vielleicht auch mal Sachen zugeschickt kriege oder so, die ich euch dann zeigen kann. Weil ich möchte auch noch ein Video oder mehrere Videos über Clipper machen.
Da bin ich jetzt im Moment drauf gestoßen. Das muss ich aber erst noch einrichten mit Octoprint. Ich habe ja das Board von dem Drucker dann über, was an dem Drucker original dran war, an dem A-Net, den ich jetzt bekommen habe. Da kann ich ja ohne Probleme dann mit Clipper testen, kann mir erstmal 4 Motoren auf den Tisch legen und kann damit halt ausprobieren. Ja, deswegen halt. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir gucken uns mal die 2 Sensoren an, um halt dann so ein bisschen mal darstellen zu können, was da passiert. Das hat mir halt bei dem Tronxy überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist ja nur jetzt nicht viel Material. Wenn ich jetzt sage 2,5 Kilo, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie in absoluter Serienmanier gedruckt habe, weil ich habe jetzt im Moment den umgebauten A-Net die ganze Zeit genommen, weil der halt für die Projekte, die ich halt geplant hatte, geschickt hat von der Größe. Und seitdem steht der Tronxy. Und der Tronxy soll eigentlich mehr laufen wie der A-Net, weil der A-Net ist ja jetzt nun nicht so dieser absolute High-End-Drucker. Er druckt aber mittlerweile auch in sau guter Qualität. Dieser Runout-Sensor, das Gehäuse und auch der Pin, wo der PTFE-Schlauch jetzt drin steckt, der in den Titanextruder soll, die sind beide auf dem Entschuldigung, die sind beide auf dem A-Net gelaufen und ich bin sehr zufrieden damit. Die Maße passten sehr gut. Die Löcher muss ich mal gucken, dass ich da noch ein bisschen was nacharbeite. Die waren 3/10 zu klein. Der Außendurchmesser stimmte aber. Vielleicht muss ich den Außendurchmesser noch ein bisschen größer ziehen. Das mache ich aber dann über die Achsen, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist. Dann kann ich ein bisschen was schon mal ausgleichen. Ja, und dann würde ich sagen, wechsle ich jetzt mal kurz. Ich mache die Webcam dazu aus und auch das Mikrofon aus und wechsle das alles auf den Dings. Und dann schauen wir mal. Gucken wir uns das mal an. So. Cam aus. An. So, jetzt müsste ich eigentlich über das andere Mikrofon zu hören sein. Hier sieht man jetzt auch schon die 2 Sensorgehäuse. Ich gucke gerade nochmal auf meinen Bildschirm, das sieht gut aus. Ja, und das eine Sensorgehäuse ist halt wie gesagt das Originale von Tronxy. Das ist jetzt halt so, dass ich den aufgemacht habe und habe mir gedacht, was ist denn da los? Und wenn man jetzt hier reinguckt, dann sieht man schon, dass diese Spur hier unten, wo das Filament drüber läuft, schon deutlich breiter geworden ist nach hinten und auch schon angefangen hat, das Loch auszuarbeiten. Ja, und der große Nachteil an diesem hier ist auch, dass ich fast keine Möglichkeit habe, dort das Filament vernünftig durchzufädeln. Also ich habe immer Probleme, dass ich an dieser Seite dann hängen bleibe und nicht durchkomme. Da muss ich dann immer am Filament rumdrehen und machen und tun. Das ist bei diesem hier überhaupt nicht mehr der Fall. Ja, das Ding habe ich dann verworfen, habe mir gedacht, mit dem, was ich da runtergeladen habe, kann ich arbeiten. Habe dann das runtergeladen halt so angepasst, dass wie gesagt hier oben noch dieser PTFE-Anschluss dran ist. Den werde ich auch noch sichern mit diesem kleinen Loch. Da kommt ein Millimeter Stab durch, also ein Stück Draht, was dann halb den PTFE-Schlauch ausstanzt. Also so einen halben Millimeter quasi aus dem PTFE-Schlauch rausstanzt, wenn ich das durchschiebe. Und dann ist das auch gesichert, dann kann der nicht abfallen, weil der soll ab jetzt nämlich lose da dran baumeln und nicht mehr fest verschraubt sein. Weil dann habe ich das mit dem Einfädeln deutlich leichter. So, und es ist jetzt halt so, dass ich halt hier dann ganz normal den Tronxy Schalter drin habe. Das ist ja auch alles so, wie es halt bei Thingiverse vorgezeichnet war. Was ich dann halt verändert habe, ist auf dieser Seite komplett, dass ich jetzt hier diese hohlgebohrte M6er Schraube drin habe, dass sich dort nichts mehr abnutzt. Das ist eine 12. Keine Ahnung, 12.2 oder was. Und es ist ja schon fast vom Härtegrad her wie die gehärtete Düse, die man halt nimmt, um Carbon oder sonstiges zu drucken. Und sollte sich daher nicht mehr wirklich ablaufen. Selbst und wenn bis sich das halt eingelaufen hat, dass dort was eckig ist und der Schalter vielleicht nicht mehr schaltet, ist das völlig egal. Was mir bei diesem Sensor hier sehr gut gefallen hat, ist, dass hier drinnen alles hohl ist und im Prinzip das Filament hier nirgendwo schleifen kann. Also es ist so, dass das Filament hier hohl durchläuft
bis in den PTFE-Schlauch jetzt. Den PTFE-Schlauch habe ich nur mit 1 mm geführt, dass er halt nicht nach hinten durchrutschen kann. Dadurch komme ich halt nicht in Verlegenheit, dass hier sich an dem Gehäuse selber irgendwas abnutzen kann, weil vom Stahl geht es auch direkt auf den Freiraum in den Schalter. So, das heißt, es läuft dann wirklich nur noch über diese Schalternase hier drüber, die wird sich mit der Zeit auch irgendwann abnutzen, gehe ich mal von aus. Aber das ist ja jetzt auch kein Prozess, der innerhalb von Minuten stattfindet. Und daher müsste ich eigentlich eine deutlich höhere Standzeit haben, weil bei dem Originalsensor ist es ja so, dass das halt hier hinten komplett über diese Kunststofffläche schleift und das kontinuierlich ausarbeitet. Und das ist halt, ist halt keine gute Lösung für irgendwas auf Dauer. Ich habe jetzt glücklicherweise noch kein Glow in the Dark oder Carbon darauf gedruckt, weil sonst wäre der Sensor wahrscheinlich da schon durchgelaufen, wenn ich da jetzt ein halbes Kilo gedruckt hätte. Und das soll mir halt hier bei dem definitiv nicht mehr passieren. Ja, ansonsten bleibt halt alles mit der Befestigung und so wie original. Das ist alles, da hat sich nichts dran geändert. Es wird halt dann verschraubt und einfach nur eingesteckt. Und das Teil hier kommt halt dann in den Titanextruder rein, damit das Ganze dann halt dort sicher drinne sitzt, wenn es jetzt da auf diesem Galgen hängt, der Extruder, weil ich möchte das halt mit einem PTFE zuführen, dass ich wirklich nur noch durchschieben muss, dass ich halt dass ich da nicht mehr viel einfädeln muss. Das hat mich immer tierisch genervt, wenn man da stundenlang rummacht, um das einzufädeln. Das hat manchmal 10 Minuten gedauert, bis das neue Filament drin war. Die Fertigungstoleranzen sind halt teilweise unter aller Kanone. Aber ich glaube, das ist bei diesen ganzen Titan-Klonen so. Die sehen nämlich alle fast gleich aus. Ja, in diesem Sinne war das eigentlich schon alles, was ich euch hierüber sagen wollte. Dann würde ich euch noch einen schönen Sonntag wünschen und bleibt alle bitte gesund. Man weiß ja nicht, wie es jetzt im Moment weitergeht. Wir hoffen halt alle auf Frühling und Sommer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.